In dieser Folge brechen wir in einer Nacht- und Nebelaktion auf, nur um uns in extrem starken Strömungen wiederzufinden und eine Session zu erleben, die vermutlich die anstrengendste sein wird, die wir bis dato erlebt haben. Dass wir noch extrem Glück haben würden, hätten wir nach der ersten Session in dieser Folge niemals erahnt. Für den nächsten Morgen ist eine 18-Sekunden-Periode angesagt und so beschaulich der Vorabend war, so sollte sich der nächste Morgen von einer ganz anderen Seite zeigen. Guten Morgen Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Es geht wieder los. Wenn das mal keine richtige Nacht- und Nebelaktion wird, ich sag's euch, ganz schön düster, aber was soll's, wir gehen jetzt mal los, weil die Bedingungen, die sind echt richtig gut. Windstill, leichter Offshore, maximal 4 bis 5 Fuß, aber bei einer echt hohen Periode, 18 Sekunden. 4 bis 5 Fuß ist das, was am Strand ankommt. Ich bin mal gespannt, wie gut das wird und ob wir was sehen, weil es ist einfach ultra neblig. Wir finden es zusammen raus. Leute, es ist so ein guter Forecast, aber es ist wirklich komplett neblig. Ich bin jetzt hier einmal ganz oben aus dem Nebel rausgefahren, weil wir jetzt auf der Klippe oben sind. Aber unten ist es komplett dicht und ich hätte es euch auch vorhin schon gezeigt auf der Anfahrt. Ja, Sichtweiten unter 50 Meter, wahrscheinlich so 20 Meter. Ich bin mal gespannt, ob wir damit jetzt überhaupt surfen können werden oder ob es Quatsch ist. Aber das wäre echt ärgerlich, weil so einen guten Forecast wie den wir jetzt gerade haben, den gibt es nicht oft. Und wenn der jetzt nicht surfbar ist, einfach nur deswegen, weil Nebel ist, boah, das wäre schon bitter. Aber mal gucken, vielleicht verzieht er sich auch, sobald die Sonne aufgeht. Wahnsinn! Der Nebel ist wirklich nur über dem Land. Jetzt, wo wir runterfahren, kein Nebel da unten. Mega! Vielleicht spielt uns das in die Karten. Vielleicht wird es dafür sorgen, dass weniger Leute hier hinkommen, als vielleicht sonst kommen würden. Deswegen immer nie die Hoffnung aufgeben, loslegen. Schon sehr viel Bewegung im Wasser. Das hat man bei den großen Perioden immer. Jetzt müsste gleich ein Set kommen, das warten wir noch ab und dann paddeln wir nach dem Set raus. Ja, das hat Power, ist ja klar. Oh. Man muss es gut timen. Wir sind genau in der richtigen Position, wenn es aufhört. Wenn die Pause kommt, dann paddeln wir hier mit dem Riff raus und dann sind wir draußen. Und dann gucken wir mal, weil viel Surfbares habe ich auch noch nicht gesehen. So geht das nämlich. Geschafft, Leute! Viel Energie im Wasser, auf dem Land oben komplett Nebel und hier Sets, die ordentlich reindrücken. Ich habe vorhin auch schon beim Rausfall gesehen, der hat es nicht rausgeschafft, der ist wieder zurück. Hat vielleicht einen anderen Weg gefunden. Aber sehr starke Strömung, viel Bewegung im Wasser. Und ja, ich bin mal gespannt. Es wird auch noch mehr Ebbe geben, das heißt, die werden hohler und noch steiler als sie jetzt schon sind. Ich hätte mal den Helm mitnehmen müssen, habe ich vergessen. Das Problem ist, bei dem eigentlichen Peak zieht der Ripp durch. Ja, klar. Wo ist dein Helm? Hast du schon verkackt, reingebaut. Ich habe ihn auch vergessen. Ja, schon vergessen. Ja, das stimmt. Das Thema ist, die Strömung, die läuft von hier einfach links runter, richtig stark, dabei ein bisschen raus. Und die Wellen, die ich will, sind eigentlich auch linke. Das heißt, wenn ich so eine erwische, dann bin ich schon mit der Strömung runter und muss dann gegen die Strömung immer wieder zurück zum Peak paddeln. Das heißt, das wird so oder so eine anspruchsvolle, anstrengende Session. Aber mal gucken, wir werden uns ein paar schöne Dinger hier hoffentlich rauspicken. Aber wir müssen echt die ganze Zeit paddeln, um auf der Stelle zu bleiben überhaupt. Um in Position zu bleiben für eine gute Welle. Bei so einer großen Periode dauert es natürlich sehr lange, bis die Sets vorbeikommen, die richtigen Sets. Und wenn sie dann vorbeikommen, dann sitzt man meistens zu tief.
anstrengend. Nach gefühlt 5 Kilometern in der Gegenstromanlage paddeln, hatte ich dann endlich die erste Welle. Und das ist das nächste Gute bei so einer großen Periode. Die haben richtig Power und hat sofort Geschwindigkeit und wird am Ende meistens ordentlich rauskatapultiert. Ja, schön, aber hier wieder zurück ist ultra anstrengend. Die Wellen sind richtig geil, weil die Power haben, aber ich weiß nicht, wie lange ich das so durchhalte. Ich bin, seit ich im Wasser bin, nonstop am Paddeln. Es ist wie in einer Gegenstromanlage. Und dann wird es schwer, in die Wellen reinzukommen, in die Schultern dann langsam dicht machen. Go, go, go. What a workout, ja. Oh. Die bringt uns raus. Bei der Größe kann man auch durchaus mal erwarten, wenn solche Dinge auf uns hören, dass es einfach dann rausspült. Wenn es euch allerdings noch nicht rausgebracht hat und ihr noch am Schauen seid, dann abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ist kostenlos, unten einfach den Abonnieren-Button klicken. Dann werden die Videos bei euch immer wieder auch mal regelmäßig im Feed angezeigt. Und vor allem hilft es mir und dem Channel richtig dabei zu wachsen, den Traum weiter am Leben zu erhalten und vielleicht auch mal bald auf ein paar größere Abenteuer zu gehen. Wir sollen noch mal rein. Ja, also Leute, 2 Wellen, die letzte habe ich auch noch vergessen zu filmen oder hat mich angemacht. Wir sind jetzt hier raus, die Strömung ist so krass. Und jetzt gehen wir noch mal auf die andere Seite und gucken, ob wir einen schönen Peak finden, der nicht so, wo nicht so die Strömung durchrippt, oder? Oder ein bisschen weniger Quad vielleicht. Bitte, hier ist nochmal eine absolute Dream Wave, zumindest sieht es noch von außen aus. Wir gehen jetzt hier rein, gucken mal, oh, da! Ja, wir gucken mal. Leute, es lohnt sich immer, nicht aufzugeben und nochmal weiter zu gucken, wenn es da, wo man es nicht gut ist. Weil jetzt sind wir hier, keine Strömung, wie es aussieht. Wahrscheinlich ganz gute Wellen, sah von außen gut aus und vor allem niemand, kein Mensch. Oh, da hinten, guck mal. Wir waren tatsächlich nur 300 Meter weiter gegangen, hatten nochmal dem Ganzen eine Chance gegeben und es war, als wären wir an einem anderen Tag, als wären wir nach Indo gereist. Das zeigt wieder mal, dass es sich lohnt, nicht direkt die Flinte ins Korn zu werfen. Und damit jetzt erstmal rein ins Edit, genießt diesen zweiten wirklich krassen Teil der Session. Mega! Leute, wieder mal was eine abgefahrene Session. Es war richtig schön. Am Anfang waren wir an einem Spot, der war einfach viel zu crowded und vor allem war die Strömung richtig stark. Die Crowded hat es noch nicht so viel ausgemacht, aber es war für alle einfach schwer, da gute Wellen zu bekommen. Dann laufen wir 200 Meter weiter und finden einfach einen Spot ohne Leute, komplett clean, keine Strömung, ein Peak, an dem man richtig gut sitzen kann. Ja, ein absoluter Traum.
Und in dem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Da freue ich mich, ist kostenlos. Ihr könnt dann die nächsten Folgen nicht mehr verpassen. Und dann sehen wir uns, wenn es wieder losgeht und ich euch wieder mitnehme. Macht's gut, bis bald.